Der Liga-Alltag hat uns wieder. Genua ist der Gegner heute. Platz 18 sind die mit 9 Punkten. Bisschen ernüchternd, leider im Champions-League-Spiel gegen Bayern. 3-3, ey, was für eine wilde Partie. Wir haben es leider nicht mehr selber in der eigenen Hand, ins Achtelfinale einzuziehen. Wir müssen auf Brügge hoffen. Dass ich meine Hoffnung bei Brügge legen muss, hätte ich auch nicht gedacht. Die sind übrigens als Erster, wer den letzten Part noch nicht gesehen hat, schaut gerne auch da nochmal vorbei. Die sind als Gruppenerster auf jeden Fall schon weiter. Und wir müssen halt jetzt gegen Başakşehir zu Hause dann gewinnen. Und hoffen, dass die Bayern in Brügge im besten Fall verlieren. Bei Remis weiß ich nicht, wenn wir dann gewinnen sollten, bei der Punktgleichheit, wie es dann ist. Wahrscheinlich entscheidet dann die Tordifferenz. Naja, auch in der Liga sind wir Zweiter. Wir hinken da auch so ein bisschen hinterher. Wir haben 1 Punkt Rückstand. Das ist zum Thema hinterherhinken. Aber wir haben auch in der Liga die letzten Spiele nicht so gut und so dominant gespielt, eigentlich wie in der gesamten Saison bislang. Wir müssen uns ganz viele Siege hier hart erkämpfen, was aber auch gut ist, was ich auch schön finde. Aber wir müssen dann halt auch gewinnen. Ne? Heute spielt Dahoud für Zakaria, der ist angeschlagen. Und vorne spielt Larsson für Vlahovic, der war nicht ganz fit. Und daher hoffe ich, dass wir heute hier natürlich wieder einen Sieg einfahren. Aber es wird auch nicht so einfach. Die spielen im 4-4-2, auch wieder eine andere Formation. Und momentan, ihr seht, es ist sehr viel Stückwerk, ja. Es geht nicht viel von alleine. Was auch gut ist, dass nicht viel von alleine geht, weil dann ist es nämlich nicht selbstverständlich. Wir probieren alles. In unserer Dreierkette, die eigentlich sehr gut ist, die von der Formation her eigentlich perfekt ist für Juve, aber gegen Bayern muss ich dann doch zwischenzeitlich auf Viererkette umstellen. Ja, und Genua vorne, wenn die 2 Stürmer haben, müssen wir auch mal gucken, wie sich das da zurechtzubildet. Achtung, erste Chance! Und der ist nicht drin. Surprise, surprise. Sonst ist der erste Schuss des Gegners immer drin. Aber der war auch knapp. Da hätte es fast gescheppert. Da hat man den Schatten am Pfosten gesehen vom Ball. Erste gute Chance da von Jeboa sogar, glaube ich. Und es fängt schon wieder so an. Ein Glück ist der Ball jetzt weg, aber der hätte auch wieder eine Unterzahlsituation daraus entstehen können. Wir haben ja viele Männer vorne drin, so ist es ja nicht. Wir müssen es halt jetzt nur mal konsequent hier zu Ende spielen und auch mal in Führung gehen. Talisca, jawohl. 19. Minute, 1-0 durch unseren Quoten-Brasilianer. Ja gut, einen haben wir natürlich noch mit Arthur auf der Bank, aber er ist der Mann für die feine Klinge. Er läuft endlich mal durch. So konnten wir das halt gegen Bayern nie machen, weil Bayern ganz anders stand. Ey, die hatten einfach eine ganz andere Truppe, ist ja klar. Aber genau so soll es sein. Feine Technik. Genau mit der richtigen Härte, mit der richtigen Geschwindigkeit. Und dann steht es 1-0. Anderson Talisca. Und gerade über so Spiele müssen wir uns jetzt gegen die Bayern einfach auch dieses Selbstvertrauen holen, dieses Selbstverständnis. Uns bleibt nichts anderes übrig, zu Hause zu gewinnen. Das müssen wir auf jeden Fall. Und dann müssen wir halt auf Brügge hoffen. Ey, keine Ahnung, die kriegen so viele italienische Sachen, ey, zum Essen, wenn sie das noch irgendwie hinkriegen. Selbstgemachte Nudeln, selbstgemachte Pizza, irgendwie Pizzateig, bisschen Wein aus Florenz. Das würden sie dann als Dankeschön bekommen, Kostic. Nächste Chance. Das ist so der typische Kostic, ne? Von da aufs lange Eck. Das hat er auch bei der Eintracht oft gemacht. Ein paar Tore hat er dadurch auch schon erzielt. Aber es fehlt natürlich heute der Zielspieler Vlahovic vorne drin. Das heißt, mit Flanken können wir nicht so viel operieren. Da fehlt uns leider der Patient dazu. Aber Achtung. Genua kommt über Jeboa. Und jetzt ist er drin. Und wieder kassieren wir ein Gegentor. Viel zu einfach. Er setzt sich vor dir. Guck euch das mal an. Der hat sogar den Powerschuss ausgepackt. Weißt du, das, was bei mir nie klappt. Bei mir wäre der 100%ig wieder abgefälscht worden. Da hätte ich drauf wetten können, dass der von einem Verteidiger wieder abgefälscht worden wäre. Aber gut, ist wie es ist. Weiter geht's. 1-1. Ob wir irgendwann mal die Gegentore abgestellt bekommen, ob wir irgendwann mal eine Serie starten können, wo wir zumindest mal 3 Spiele in Folge ohne Gegentor. Vielleicht haben wir das sogar schon hinbekommen, aber ich glaube eher nicht. Und Genua kommt schon wieder, ey, das ist ja Hanebüchen. Wir laden die wieder dazu ein. Wir laden die wieder zum Tore schießen ein. Aber wir kontern auch gleichzeitig richtig, richtig gut.
Chiesa, nächste Chance. Muss eigentlich das 2-1 sein. Pfosten. Und der Nachschuss. Natürlich geblockt. Aber weiter geht's. Larsson setzt nach. Dritte Chance. Da ist Talisca. Wieder abgeblockt. Ich sag ja, wir spielen uns hier teilweise echt einen Wolf. Oh, und wir haben zu große Lücken. Ey, das geht nicht. Das geht nicht. Wie gesagt, wenn die vorne 2 Stürmer haben und wir haben hinten eine Dreierkette, das geht eigentlich nicht. Also umstellen auf 4-2-3-1. Einfach mal probieren. Weil hinten immer dieses Unterzahlspiel, das kann ich nicht immer verteidigen. Schöner Pass auf Larsson. Weiter geht's. Talisca, wir sind jetzt besser im Spiel drin. Dahoud zum ersten, Dahoud zum zweiten. Natürlich wird er wieder geblockt, ey. Aber wir machen Druck, das ist richtig. Ja, Genua steht richtig, richtig tief hinten drin. Schaut euch die beiden Stürmer an, die stehen auch noch fast am eigenen Strafraum. Das heißt schon einiges. Da unten muss Kulusewski kommen, da ist er. Schade. Aber das ist total legitim, ey. Ich will auch hinten drin stehen gegen so eine Mannschaft wahrscheinlich und dann auf Konter spielen. Guck mal, die haben einen Schuss aufs Tor. Aber wir haben halt auch nur 2, weil die anderen Schüsse gingen halt alle 10 Meter vorbei. So, alles so halbherzig hier verteidigt. Gosi. Alaba dazwischen. So, Eckball muss natürlich jetzt auch nicht gerade sein. Ne, Kostic klärt. Das kriegen wir eigentlich immer ganz gut hin. Da stehen wir relativ safe. So, Achtung. Apropos safe. Safen Ball mal nach vorne vielleicht spielen. Ja, Kulusewski. Oh, Gott sei Dank, ey. Der war eigentlich schon wieder verloren. Kostic mal auf der anderen Seite. Mit seinem linken Fuß. Ja, schade. Wollte gerne nach innen ziehen, aber hat dann leider nicht ganz funktioniert. Und schon ist Halbzeit, ey. So schnell geht mal eine Halbzeit rum. Wir sind eigentlich gut drin, ey. Wir machen gut Druck, haben natürlich wieder ein Gegentor kassiert, was du wieder nicht hättest kassieren dürfen. 9:3 Schüsse, ey. 0,8 erwartete Tore bei denen. Das ist halt diese berühmte eine Chance, die der Gegner dann bekommt. Und die spielen 4-4-2, ne? Jo. Ganz einfach, ohne Hexenwerk 4-4-2. Ob ich auf 4-3-3 umstelle, ey. Ich lasse erstmal so. Ich muss jetzt erstmal die Defensive hier hinkriegen. Dass ich die so ein bisschen stabilisiert bekomme. Dass die beiden Stürmer da nicht immer komplett alleine durchlaufen können. Oh, es gibt Freistoß. Das sind halt die Lücken hier. Das sind halt die Lücken, die hier entstehen, die hier nicht entstehen dürfen. Dika. Pogba muss rauf. Oh, Vorteil. Achtung, nächste Chance. Gut durchgespielt. Castells ist da. Und der Kopfball und nochmal Castells. Sauber. Ganz starke Parade, Junge. Da kriegst du nochmal 10.000 Euro Handgeld nach dem Spiel so drauf. Ganz, ganz wichtig, weil er halt auch groß ist. Ich bin sicher, wenn der Keeper nur 1,70 oder so gewesen wäre, oder 1,80, wäre er da nicht hingesprungen. So, Chance zu kontern, kriegen wir aber nicht hin. Kostic ist leider nicht der klassische Sprinter, der sich den Ball einfach mal vorbeilegt. Normalerweise müsste er es machen. So, Dahoud auf Talisca. Schöner Ball, Kulusewski. Komm, setz dich mal durch da, Junge. Setz dir mal den Turbo ein. Alter, das verstehe ich gar nicht. Der ist doch eigentlich schon frei durch. Und dann macht er einfach sowas. Nächster Versuch, Talisca. Ja, jetzt mal Kulusewski 1 gegen 1. Ist wieder keiner da, ist wieder alles zugestellt. Hier Pogba jetzt mal vielleicht mit dem Außenriss. Ja, schade. Keeper stand ein bisschen ungünstig. Jetzt vielleicht mal eine Ecke. Er war auch noch kein Tor gemacht, ne? Wird mal Zeit. Pogba. Und jetzt von Weitem Kulusewski. Komm, pack jetzt auch mal den Hammer aus. Aber der braucht wieder zu lange, ey. Das war klar. Aber wir sind drauf, wir sind dran. Larsson auf Chiesa. Nee. Und 4-3-3. Hier muss es auch wieder in die Breite ziehen. Wir haben hinten dann trotzdem 4 Mann. Bremer, sehr schön gemacht. Dahoud. So, nächster. Versuch zu kontern. Wir versuchen immer wieder. Wir haben vorne eigentlich immer eine gute Aufteilung, aber wir spielen es dann oftmals wirklich nicht gut zu Ende. Vielleicht ja jetzt. Talisca und da ist Dahoud. Zu weit drüber. Zu hoch drüber, zu weit daneben. Boah, es sind 16 Meter mit links, ey. Den musst du zumindest mal aufs Tor kriegen.
meine, da muss ja auch nicht jeder Schuss reingehen, aber zumindest, dass der Keeper mal was zu tun hat. Der Hut, Kieser. Ein Angriff nach dem anderen rollt jetzt hier auf Genua hoffentlich zu. Larsson, ja, nee. Kriegt da nicht rum. 1 gegen 1 ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig hier. Sehr, sehr kompliziert. Oh, Kostic, der hat den eigentlich auch schon. Oh Mann, da kommt ganz viel unglückliches Zeug hier zusammen, habe ich das Gefühl. Das könnte auch nochmal gleich knallen, wenn das so weitergeht. Ja, das wird gleich nochmal knallen. Achtung, Castells. Im Nachfall. Also das ist wirklich unsere Lebensversicherung heute. Wenn wir den nicht hätten, wird schon 3-1 oder so stehen. Kulusewski, komm. Oben Pogba muss durchlaufen. Ja, dass er meinen Mann zieht. Kulusewski und da ist Chiesa mit dem Kopf an die Latte. Und Larsson kommt nicht ran, aber komm. Talisca. Pogba jetzt vielleicht. Kulusewski durchgesteckt und da ist es. Endlich. Es geht doch. 73. Minute. Die Steine, die da abfallen, die werden immer größer. Sieht sehr kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Hier einfacher Ball, zack. Durch die Lücke, hinter die Abwehr. Der Raum zwischen Innenverteidiger und Linksverteidiger war dann einmal frei und Kulusewski macht den dann halt auch, ne? Das ist dann halt auch nochmal ein Ding. Und jetzt bitte vielleicht auch mal so ein Ding nach Hause fahren. Vielleicht nicht wieder Remis spielen, vielleicht auch einfach mal auf Safe. Einfach mal 3 Punkte hier heute holen. Und zur Not hole ich mir da oben jetzt mal die gelbe Karte, aber eigentlich will ich es ohne Freischuss hinkriegen. Weil ich dann nämlich wieder die Chance habe, umzuschalten. Kulusewski. Oh, der wird auch wieder knapp. Also wie gesagt, dieses 4-4-2, da haben wir auch Glück. Ist auch wieder ein System, das wir heute nicht so gut bespielt bekommen. Arthur nochmal. Ja, komm. Der kann nochmal für 13 Minuten beißen. Und die bleiben nach wie vor bei... Ah ne, die haben jetzt umgestellt. 4-2. 4. Auf jeden Fall werden die auch ein bisschen mehr riskieren. Gehe ich von aus. Und wir riskieren ja auch hier Kopf und Kragen. Die gehen ein bisschen mehr ins Pressing rein, attackieren schon ein bisschen früher. Ist jetzt auch gerade die Zeit dazu. Schöne Flanke, Talisca. Nächster Kopfball, nächste Chance. So muss halt auch einfach mal, wie gesagt, die Grätsche dahin halten. Ein Dika, aber auch nicht blind. Jetzt nicht jedes Ding abgrätschen wollen. Alaba. Alaba ist da, jawohl. Macht das. Und der nächste Angriff. Komm, wir müssen nur noch mal einen Angriff hier zu Ende spielen. Irgendwie Kulusewski, ja, braucht doch noch länger. Wie lange will er sich noch zurechtstellen? Macht doch einfach auch mit rechts. Larsson läuft doch perfekt durch. Verstehe ich immer nicht. Warum müssen die da noch 10 Stunden warten? Spiel doch einfach sofort den Ball. Das wäre mein Wunsch. Vielen Dank dafür. So. Jetzt gilt's. Letzte Minute nochmal. Pogba, nicht nach hinten drehen. Nach vorne. Junge, wir müssen nochmal ein drittes Ding hier machen. Larsson und Talisca. Wer auch sonst. Über den läuft so viel in den letzten Spielen. Talisca. Und dann kriegt er den Ball nicht rum. Und Pogba. Und mal ein bisschen Ball halten. Auch wenn er jetzt verletzt ist. Das Ding muss ich jetzt hier einfach runterspielen. Ich brauche diesen Sieg hier. Es muss auch mal ein dreckiges 2-1 dann auch sein, oder? Vielleicht machen wir noch 1. Larsson, Kulusewski vielleicht mit der Entscheidung. Noch nicht. Morten Frendrup kriegt nochmal Geld wegen seinem Nachnamen wahrscheinlich. Das passt dem Schiri nicht. Oder die Frisur. Das kann auch sein. Paul Pogba verletzt. Nächste Verletzung. Wenn das so weitergeht, haben wir unser komplettes 3-Mittelfeld einmal verletzt. Kamavinga, McKennie, die kommen alle erst, glaube ich, nach der Winterpause zurück. Jetzt aufgepasst. Genua kommt nochmal. Das könnte wieder die Chance zum Ausgleich sein. Kostic ist dazwischen. Sehr wichtig. Absolut wichtig. Ja, das wäre der Worst Case gewesen. Achtung. Spiel ist noch nicht vorbei, aber jetzt. Boah, das war ein Durcheinander am Ende nochmal. Großes Glück gehabt. Nicht geglänzt, aber gewonnen. Das ist jetzt so eine Phase, da sind mir diese Siege, egal wie sie zustande kommen, egal. Wir müssen das einfach gewinnen. Das Spielerische kommt dann auch nochmal irgendwann, aber Hauptsache gewonnen. Und vielleicht ja sogar wieder Tabellenführer. Es war phasenweise echt zum Verzweifeln, ey. Die Bälle momentan, da bin ich froh, wenn zumindest mal 2 Pässe hintereinander ankommen, wenn 2 Stationen in Folge erfolgreich dann abgeschlossen sind. So, Spieler verletzt. Gut, Zakaria, das hatten wir schon. Du kannst noch mehr. Ich muss öfter spielen. Deine Wünsche sind die Fehler am Platz. Ja, natürlich, ey. Rabiot, du hast hier nicht das Sagen. Zack.
Der kann, wie gesagt, weg. Der kann auf jeden Fall weg, Rabiot. Den habe ich gefressen, ey. So, ist jetzt wieder Länderspielpause? Nee. Jetzt kommt Benevento und dann kommt Başakşehir hier. Dann kommt das entscheidende Champions League-Spiel mit Blick auf einen anderen Platz. Das habe ich ja nicht so gerne. Ich habe die Dinge gerne selber in der Hand. That's what she said. Das heißt, gegen Benevento muss ich, wir sind übrigens wieder Tabellenführer, haha, Neapel halt also gepatzt, so wie es ausschaut. Ja, haben sogar verloren bei Udine, aber ihr seht, es bleibt trotzdem weiter entspannt. Florenz schließt auf, Udine, Inter. Wir haben nur einen Punkt Vorsprung. Bei unserer jetzigen Leistung momentan in der Liga und auch so generell ist das ja noch nicht sicher im Sattel. Benevento 17. Lecce, Parma hat dann doch endlich mal ein Spiel gewonnen und Genua unten. Benevento 17. braucht also auch jeden Punkt, aber vielleicht können wir uns da nochmal Selbstvertrauen holen. Ich werde die Truppe da ein bisschen umstellen, dass gegen Başakşehir hier die Besten spielen. Was bleibt uns anderes übrig? Also lasst ein Like da, ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Spiel, im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.